Moin und herzlich willkommen zu Stefan Goldenstein Wildlife. Ich war nach langer Zeit mal wieder mit der Kamera unterwegs. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen eine Sturmflut und da konnten wir viele coole Vogelarten an der Küste beobachten, die da eigentlich eher selten vorkommen. Und die Aufnahmen, die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim neuen Video. Und wir starten direkt rein und sind jetzt hier am überfluteten Campingplatz in Schillig. Was ihr hier seht, sind Brachvögel, Ringelgänse und Sanderlinge. Just im Gebiet um Schillig herum kann man besonders gut Sanderlinge beobachten. Hier sind mir schon einige richtig tolle Videos gelungen. Hier im Watt sehen wir einen Austernfischer, der nach Nahrung sucht. Generell sind die Austernfischer das ganze Jahr über bei uns an der Küste anzutreffen, obwohl im Winter ein paar mehr da sind. Kurz darauf kam ein richtig cooler Vogel noch ins Gebiet geflogen. Ein Seeadler. Er hatte auf jeden Fall Beute dabei, aber was er jetzt genau gefunden hatte, das weiß ich allerdings nicht. Dass die Rabenkrähen versucht haben, ihm die Beute streitig zu machen, das hat den Seeadler überhaupt nicht gejuckt. Er hat einfach in Ruhe weitergefressen. Diese Aufnahme ist übrigens auch die allererste, die ich überhaupt von einem Seeadler machen konnte. Also richtig geil. Als die Flut einsetzte, kam die nächste Überraschung. Durch den relativ starken Nordwestwind wurde nämlich eine weibliche Trauerente ans Ufer gedrückt. Das waren noch meine ersten Bilder, die ich machen konnte von einer Trauerente. Eine wesentlich größere Überraschung war allerdings ein Bastölpel, den ich aus großer Entfernung noch fotografieren konnte. Kurz darauf ließ sich auch ein Wanderfalke blicken, von dem ich immerhin ein Belegfoto machen konnte. Auf dem überfluteten Campingplatz waren einige hundert dunkelbäuchige Ringelgänse zu finden. Unter den ganzen Ringelgänsen konnten wir auch eine richtig tolle Gänseart ausmachen, eine Rothalsgans. Im vergangenen Jahr habe ich diese Art das ein oder andere Mal gesehen, obwohl es ein relativ seltener Vogel ist, auch in Ostfriesland. Aber diesmal war ich das allererste Mal, dass ich sie wirklich filmen konnte. Mein Kumpel Simon, der hat letztes Jahr, ich glaube, 7 Stück von denen gefunden, was richtig krasse Zahl ist für Ostfriesland. Aber meistens waren sie da vergesellschaftet mit Weißwarngänsen. Und das hier war jetzt auch das erste Mal, dass ich eine Rothalsgans gesehen habe, die mit Ringelgänsen unterwegs war. Das war sehr spannend anzugucken. Rothalsgänse brüten übrigens in der europäischen Arktis, der Großteil sogar im westlichen Sibirien. Eigentlich fliegen die im Winter auch Richtung Bulgarien, also Schwarzes Meer die Ecke, aber einzelne Vögel, die verirren sich auch schon mal und landen dann bei uns an der Nordseeküste. Bis zum Jahr 2010 galt die Art noch als stark gefährdet und obwohl die Populationen wieder ein bisschen zugenommen haben, gilt sie immer noch als gefährdet. Laut Wikipedia wird der derzeitige Bestand auf ca. 40.000 Individuen geschätzt. Neben den Gänsen konnten wir auch ein paar wenige Singvögel beobachten. Auf einem nahegelegenen Zaun posierte ein wunderschöner Wiesenpieper. Da ich das Spektiv aber gerade nicht am Mann hatte, gab es nur ein paar schöne Bilder. Eine 310-Möwe konnte ich heute das allererste Mal beobachten. Diese Art lebt eigentlich auf dem offenen Meer und kommt freiwillig nur an die Küste, wenn sie brüten möchte. Oder unfreiwillig, wenn starke Orkane herrschen, so wie in den letzten Tagen. Auch die Zwergmöwen wurden durch den Orkan ans Ufer gedrückt. Diese Art hatte ich im letzten Jahr bereits schon mal, aber Bilder konnte ich bislang noch nicht machen. Dementsprechend war ich richtig glücklich darüber. In einem nahegelegenen Hafen kamen weitere Knallerarten zum Vorschein. Hier waren unter anderem 2 Mittelsäger auf Nahrungssuche. Die wesentlich größere Überraschung war allerdings ein Rothalstaucher im Schlichtkleid.
Obwohl der Brutbestand in Deutschland gar nicht mal so selten ist, war es erst meine zweite Begegnung mit dem Vogel. Die erste Begegnung hatte ich einige Tage zuvor, als ich mit einem Spektiv über mehrere hundert Meter auf dem offenen Meer ein fliegendes Exemplar gesehen habe. Aber diese Beobachtung hier ist doch 10-mal schöner als durch ein Spektiv auf Entfernung. Als wir gerade aufbrechen wollten, lässt sich auch noch ein Seehund blicken. Das war doch mal ein sehr erfolgreicher Tag. Richtig cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, was euch so am besten gefallen hat. Vielleicht die Rothalsgans, vielleicht der Seeadler, vielleicht war es auch der Rothalstaucher. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Mit diesen Worten möchte ich mich dann auch verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.